Deine Vorstellung, was in Zukunft, dass du dein momentanen Aufwand, den du gerade betreibst, in Zukunft noch als Anstrengung betrachtest, führt zu der Vorstellung, oh mein Gott, das wird ja dann ständig anstrengend sein. Was dir heute anstrengend vorkommt, ist später überhaupt nicht mehr anstrengend. Dann kriegst du andere, größere, heftigere Sachen, wo du dich dann anstrengen kannst, das zu erreichen. Aber du musst nur eine Weile durchhalten, es nicht als leidvoll zu sehen, denk immer an den Sport, dass du dich für dich anstrengst, sobald du es als Leid siehst. Der Unterschied zwischen ich müsste und ich suche wirklich und ich will und ich tue auch, ist was anderes als ich müsste und es wäre doch so schön, wenn ich täte. Was hat sich in letzter Zeit geändert? Du bist bereit, dich für dich einzusetzen und du bist dir ein Aufwand wert. Was dich vorher durch dein Leben gezogen hat, war, ja, du wolltest was mit diesem Talent machen. Ja, du wusstest, da steckt mehr in dir drin. Der Aufwand, den du bereit warst zu tun, wurde über die Jahre immer weniger. Ja, klar hast du innen drin in das Gefühl gehabt, du willst etwas tun. Das habe ich nicht gemeint. Ich habe gemeint, hast du den Antrieb gespürt, dass den Handlungsdrang gefühlt oder den mentalen, emotionalen Drang, da müsste sich doch was ändern. Ich müsste doch was tun. Müsste. Der Unterschied zwischen ich müsste und ich suche wirklich und ich will und ich tue auch, ist was anderes als ich müsste und es wäre doch so schön, wenn ich täte. Ja, so wie ich es vor 2 Tagen hatte, wo ich irgendwie, ich weiß nicht, ich vergesse teilweise so schnell, was du auf den Nachrichten sagst, der beeinflusst mich dann einen Tag, dann habe ich einen Ansatz und dann ist das wieder weg. Da hattest du irgendwas gesagt, das reicht wahrscheinlich noch nicht. Und da habe ich mir so ein bisschen Ruhe gegeben an dem Tag und dann war ich auch bei der Arbeit, da habe ich gesagt, ich klappe halt und machen. Und Ja, dann bin ich ins Bett gegangen und habe irgendwie relativ gut geschlafen. ja, du hast das super schön zusammengefasst. Das meiste, was dich frustriert, ist deine eigene Erwartungshaltung von dir selber. Weil du weißt, wie häufig du gut angefangen hast und dann immer wieder nachgegeben hast. Du hast nie ein Problem gehabt mit Vorbereitung. Du hast auch manchmal gut Gas gegeben. Was du nur nie eingesehen hast, war, dass du dir einen Aufwand wert bist in dem Sinne, das mache ich jetzt immer. Das mit dem immer dahinter, da kommt dann immer noch so ein, das Leben soll Ja. doch leicht sein. Da ist dein Grundverständnis falsch. Was ist das denn? Das ist Moment, so wirklich. lass mich weiter erklären. Deine Vorstellung, was in Zukunft, dass du dein momentanen Aufwand, den du gerade betreibst, in Zukunft noch als Anstrengung betrachtest, führt zu der Vorstellung, oh mein Gott, das wird ja dann ständig anstrengend sein. Was dir heute anstrengend vorkommt, ist später überhaupt nicht mehr anstrengend. Dann kriegst du andere, größere, heftigere Sachen, wo du dich dann anstrengen kannst, das zu erreichen. Aber du musst nur eine Weile durchhalten, es nicht als leidvoll zu sehen, denk immer an den Sport, dass du dich für dich anstrengst, sobald du es als Leid siehst. Ja, das habe ich wieder gemerkt. Das hatte ich vor 2 Tagen geschafft, das nicht reinzunehmen und jetzt war es wieder drin. Ja. Und weißt du, wann das kommt? Right? Wenn du dich wohlfühlst. Du hast es in den 2 Tagen erstmal geschafft. Was kommt denn danach? Ah, ja, ich kann etwas locker lassen. Ist völlig okay. Aber dann
passt du nicht mehr so auf deine Gedanken auf, du strengst dich nicht mehr so für dich an, du nimmst den Aufwand zurück. Sondern wenn du den Aufwand, die Kontrolle, die Anstrengung zurücknimmst, dann schleichen sich in dem Augenblick gerne Zweifel ein. Die sind am Anfang noch überhaupt nicht wichtig oder groß oder dass du auch nur ein bisschen was als Entschuldigung annimmst, ein bisschen was als Belastung annimmst. Na, ganz klein bisschen ist ja nicht viel, ist ja ganz wenig. Und da ist der Anfang. Wenn du dort, wo es ganz wenig und ganz sanft anfängt, dich ganz subtil negativ zu beeinflussen, weil schadet ja nicht, das tut ja noch nicht richtig weh, da kann ich ja meinen Gedanken nachgeben. Wenn du dort nachlässt und da nicht am Anfang, man sagt den Anfängen, dich wehrst, ja, in den Anfängen dagegen was tust, dann nimmt das langsam Fahrt auf, immer mehr, bis zu einem Punkt, wo dann dein gutes Gefühl durch diese bestätigten Aufmerksamkeiten, das heißt, du hast dir das angeguckt, du hast dort, sagen wir es mal, eine bestimmte Menge an Aufmerksamkeit gehabt. Und dann sagt sich dein Unterbewusstsein, du willst mehr davon. Verstehst du? Also, du hast es jetzt in häufig gezeigt, dass du es durchaus drauf hast, wenn es dir weh genug tut, dass du deine Gedanken und Emotionen kontrollieren kannst, dass du was tust, dass du dich ablenkst und so weiter. Was du noch nicht geübt hast, ist, wenn es dir gut geht. Ja, und das hast du ja auch schon sehr oft zu mir gesagt. Also, Hast du es getan? ja, also Ich meine, es ist schön, dass ich es oft gesagt habe, aber ich sehe nicht, dass du tust. tatsächlich wahrscheinlich habe ich gemerkt, dass die Gedanken wieder in eine negative Richtung gehen. Ja, aber es hat noch nicht wehgetan. Damit, also guck mal, ein Gewohnheitsprogramm, was macht es? Es versucht dir das zu geben, was du in der Regel, wo du deine Aufmerksamkeit hinbringst. Also ist es schon ein bisschen vorstellen, dass ich da gemerkt habe, dass sich da wieder was eingeschlichen hat. Ich habe auch versucht, glaube ich, das nicht zuzulassen, aber es ist dann doch durchgekommen. Ja, weil es schon mehr Momentum hatte, weil dein Bemerken zu spät war. Ja, das habe ich auch gemerkt. Da ist mir so richtig überall kam. Nicht in der Menge der Aufmerksamkeit, die du zu dem Zeitpunkt hattest. Wäre die gleiche Menge an Belastung 2 Tage vorher gekommen, hätte dich nicht mal gejuckt. Da du aber 2 Tage später, weil du ja was erreicht hast, schon wieder locker gelassen hast, hat dich dann das, als es langsam wieder Fahrt aufgenommen hat, weil du ja in der Entspannungsphase warst, der Ich fühle mich wohl Phase, hast du dich ja in Anführungsstrichen etwas gehen lassen. Ja, ich habe gemerkt, dass ich da irgendwie gesehen habe, dann wollte ich irgendwie wieder Gas geben, hatte aber keine konkrete Aufgabe und dann ging das irgendwie nicht richtig. Ja, was gibt es denn für konkrete Aufgaben? Ja, wahrscheinlich meinst du das zu kontrollieren. Ja, du wirst besser. Hast du dir gerade eben selbst geglaubt, als du gesagt hast, ich habe ja keine konkrete Aufgabe, oder hast du gemerkt, das ist eine mehr oder weniger schlechte Ausrede? Und nur die Antwort direkt. Also hast du dir selber geglaubt, dass das okay so ist oder nicht, was du gerade sagst? Dass die Antwort richtig ist, oder? Hast du da an deine Antwort geglaubt, dass deine Antwort richtig ist? Ich weiß ja nicht, was ich tun soll. Oder schon? Achso, nein, nein. Nee, hab Nicht ich wirklich, ne? Sie war zwar bequem in dem Augenblick, sie war eine logische Begründung, aber hast du dir geglaubt? Nein. nee. Es war willkommen und es hat ja auch keiner Nein gesagt. Also du konntest es ja da mitgehen, ne? Das ist auch schon weiter als vorher. Du hast das vorher extrem verteidigt. Hast du nicht mal. Das war convenient, also bequem, aber so richtig entspannt hat dich deine Antwort nicht. Dass du recht hast, dass du dir damit locker lassen kannst. Das ist nicht gekommen, deshalb hast du nicht dran geglaubt. Da hättest du dran geglaubt und das ist richtig und das ist wahr so,
Wäre das eine entspannte Antwort dann von dir gewesen, dass du gemerkt hättest, ah, jetzt ist gut, jetzt weiß ich ja, ich bin nicht schuld. Kam nicht. Das heißt, du willst mir meine Fortschritte bewusst machen. Ja, deine Aufmerksamkeit dahin bringen, was gerade passiert. Und dass du leichter hast, diesen subtilen Beeinflussungen nicht mehr so auf den Leim zu gehen.